Ablehnung tut weh. Sich unerwünscht zu fühlen, ist im wahrsten Sinne des Wortes extrem schmerzhaft. fMRT-Studien ergeben, dass Ablehnung Hirnaktivität in neuralen Regionen auslöst, die körperlichen Schmerz verarbeiten. Die Sprache, die wir verwenden, um Ablehnung zu beschreiben, spiegelt diese Erfahrung wider. In über einem Dutzend Sprachen wird Ablehnung mit Verletzung gleichgesetzt, etwa durch Begriffe wie niedergeschlagen oder mit gebrochenem Herzen. Wieso löst sie eine so starke Reaktion aus? Und gibt es eine Möglichkeit, mit dieser besonderen Art Schmerz umzugehen? Psychologen zufolge ist Ablehnung oft das, was passiert, wenn wir meinen, dass andere Menschen soziale Beziehungen zu uns nicht schätzen, etwa wenn wir von einem Partner verlassen, von einer Gruppe ausgeschlossen oder einfach diskriminiert werden. Doch diese zwischenmenschlichen Zurückweisungen haben einen sozialen Aspekt, der sie von Stellenabsagen unterscheidet. Bei diesen Erfahrungen scheint es uns, dass die ablehnende Partei unsere Beziehung unterbewertet. Obwohl der Schmerz oft umso größer ist, je mehr wir eine Beziehung schätzen, können selbst Ablehnungen durch relativ Fremde unsere Gefühle verletzen. Das erscheint wie eine Überreaktion, doch so wie körperlicher Schmerz uns vor vermeintlichen Gefahren für unser körperliches Wohlergehen warnt, können verletzte Gefühle unser soziales Wohlergehen schützen. Laut Verhaltenspsychologen entwickelte sich dieses Warnsystem bei unseren prähistorischen Vorfahren, die in kleinen Gruppen lebten und zum Überleben auf alle angewiesen waren, die sie kannten. Sie empfanden Ablehnung vermutlich als potenzielle Bedrohung ihrer Sicherheit. Es ist unmöglich, diese Art Evolutionstheorie zu bestätigen, doch egal woher das Warnsystem stammt, es enthält keine Anleitung zur Verarbeitung dieser intensiven Erfahrung. Wenn du dich also das nächste Mal zurückgewiesen fühlst, dann stelle dir die folgenden Fragen. Überdenke zunächst die Beziehung zu der Person, die dich ablehnt. Kennt sie dich gut und ist dir ihre Meinung wichtig? Oder ist es nur eine lose Bekanntschaft? Ist letzteres der Fall, kannst du vielleicht die zweite Frage beantworten. Ist die Ablehnung wirklich von Bedeutung? Es kann wehtun, wenn ein Fremder nicht über deinen Witz lacht, aber es ist sinnlos, auf eine Ablehnung, die kaum Einfluss auf dein Leben hat, heftig zu reagieren. Doch selbst eine geringfügige Ablehnung wegzustecken, ist leichter gesagt als getan, denn hier spielt auch die Selbstwahrnehmung eine Rolle. In gewissen Situationen fühlt man sich selbstbewusster als in anderen und Menschen reagieren besonders empfindlich auf Ablehnung, wenn sie Selbstzweifel haben. Das geht so weit, dass sie sogar die neutralen Reaktionen anderer Menschen als Ablehnung missverstehen. Deshalb kann es helfen, dein Selbstbild zu reflektieren und dich zu fragen, ob der andere dich wirklich ablehnt. Diese Frage mag seltsam erscheinen, doch vielleicht stellst du fest, dass dich der andere zwar nicht behandelt wie erhofft, doch eure Beziehung immer noch schätzt. In manchen Fällen solltest du auch überlegen, ob du mehr Akzeptanz erwartet hast, als angemessen war. Leider kannst du nach diesen Fragen immer noch schlussfolgern, dass eine dir nahestehende Person eure Beziehung nicht so schätzt wie du selbst. Das ist eine schmerzhafte Erkenntnis, aber sie weist auf zwei Dinge hin. Erstens geht es bei dieser Ablehnung nicht nur um dich. Der andere will etwas anderes von eurer Beziehung und was er will, ist vielleicht unangebracht, unfair oder nicht das, was du beitragen kannst. Zweitens ist seine Ablehnung kein Beweis dafür, dass mit dir etwas nicht stimmt. Dein Schmerz ist nur Teil eines Systems, das dich über deine Beziehungen nachdenken lässt. Wenn du dein Verhalten reflektierst, kannst du die Ablehnung besser verstehen und kritisch über die Beziehung nachdenken, die du mit dieser Person führen möchtest. Jede Beziehung und jede Ablehnung ist einzigartig. Doch unabhängig davon sollte man nie vergessen, dass man damit nicht allein ist. Jeder erfährt in seinem Leben Ablehnung, auch Menschen, die sich ihrer Zugehörigkeit sicher zu sein scheinen. Am besten gehst du mit dieser universellen Erfahrung um, indem du wieder auf die Menschen zugehst, die dich bereits akzeptieren. Beschäftige deinen Geist, während du lernst, wie er funktioniert. Abonniere unseren Kanal oder schau dir diese Videos an. Dein Kopf wird es dir danken.